Vorwort. Solltet ihr den ersten Teil unserer Analyse noch nicht gesehen haben, empfehlen wir, diesen zuerst anzuschauen. So erhaltet ihr den vollständigen Kontext. Die passende Playlist findet ihr am Ende dieses Videos. Im ersten Teil ging es um die Grundlagen der Psionik, die Wissenschaft, die den menschlichen Geist als mögliche Quelle anomaler Energie betrachtet. Wir haben untersucht, was Psionik bedeutet, wie Gedanken selbst Energie bilden können und wer die sogenannten Psioniker sind. Menschen, die über die Grenzen gewöhnlicher Wahrnehmung hinauswirken. Außerdem haben wir uns mit den theoretischen Mechanismen des Geistes beschäftigt, mit Feldern, Strömungen und Rückständen, die psionische Aktivität formen. Und wir stellten die Frage, wo das Verständnis endet, was geschieht, wenn der Geist über das hinausreicht, was wir kontrollieren oder messen können. Schließlich haben wir erörtert, welche Bedeutung all das für die Foundation hat, die Kontrolle des Unkontrollierbaren. In diesem zweiten Teil widmen wir uns nun Dr. Reuts weiterführendem Vortrag zur Psionik. Unser Team hat den Inhalt über mehrere Wochen hinweg analysiert, strukturiert und ausgewertet. Dabei lag unser Fokus nicht auf visuellen Effekten, sondern auf der präzisen Darstellung und Vermittlung der Informationen. Hier präsentieren wir euch nun die Ergebnisse dieser Arbeit, klar, verständlich und mit dem Ziel, das komplexe Thema der Psionik greifbar zu machen. Die Wissenschaft hinter dem Unsichtbaren. Nachdem Dr. Reut in Teil 1 die theoretischen Grundlagen der Psionik gelegt hat, beginnt der zweite Abschnitt mit einem Thema, das in der Foundation ebenso faszinierend wie frustrierend ist: der Versuch, das Undenkbare messbar zu machen. Psionik ist, im Gegensatz zu Taumaturgie oder mimetischer Wirkung, ein ausgesprochen instabiles Forschungsfeld. Ihre Energieform, die sogenannte psionische Energie, entzieht sich klassischen Methoden der Beobachtung. Sie ist nicht elektromagnetisch, nicht gravitativ und reagiert kaum auf physikalische Sensorik. Doch das hielt die Foundation nie davon ab, das Unmessbare zu messen. In den 1970er Jahren entwickelte man erste Prototypen des sogenannten Psi-Resonanzdetektors, eines Geräts, das auf Interferenzmuster innerhalb künstlich erzeugter psionischer Felder reagierte. Es funktionierte anfangs kaum. Zu viele Störeinflüsse, zu wenig Verständnis. Erst Jahrzehnte später gelang es, durch Korrelation von Gehirnaktivitäten mit anomalen Energiewerten reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Heute gilt der Psi-Detektor als Standardinstrument bei psionischen Studien. Er misst jedoch nicht direkt die Energie selbst, sondern deren Wirkung auf ein speziell konstruiertes Substrat aus mimetisch neutralisiertem Quarzit. So entstand das, was man in der Foundation oft scherzhaft als Gehirngeigerzähler bezeichnet. Maßeinheiten und Grundlagen der Messung. Die Foundation liebt Ordnung, auch im Chaos. Und so brauchte man, natürlich, eine Maßeinheit für das, was sich kaum beschreiben ließ. Die Einheit für psionische Intensität lautet heute eine Reut, benannt nach eben jenem Dr. Reut, der das Seminar hielt. Ein Reut entspricht der Menge psionischer Energie, die notwendig ist, um eine stabile Verbindung zwischen zwei psionischen Matrixen über eine Sekunde hinweg aufrechtzuerhalten. In der Praxis bedeutet das, ein durchschnittlicher Telepath erzeugt etwa 0,7 bis 1,2 Reut pro Gedankenkontakt. Das klingt nach wenig, doch psionische Energie reagiert nicht linear. Bereits minimale Schwankungen können drastische Effekte hervorrufen, von simplen Informationsübertragungen bis hin zu massiven mentalen Störungen. Deshalb wird jede psionische Aktivität in mehreren Stufen klassifiziert. P-Klasse 1 steht für spontane, unkontrollierte Entladungen, meist bei untrainierten Psionikern, während P-Klasse 5 als strategische Bedrohung gilt. Wesen, die ganze psionische Netzwerke manipulieren können. Ein zentrales Ziel der Forschung ist die Entwicklung von Psionikdämpfern, technischen Geräten, die psionische Felder neutralisieren oder abschwächen. Sie basieren auf gegenphasigen Resonanzimpulsen, ähnlich wie Schallschutz durch Gegenfrequenzen funktioniert. Einige wenige Prototypen, etwa das Projekt Antiphase 09, zeigen erste Erfolge, doch die Gefahr, unbeabsichtigt psionische Kettenreaktionen auszulösen, ist noch zu groß. Von Experimenten und Fehlschlägen. Die Geschichte der psionischen Forschung ist eine Chronik aus Fortschritt, Skepsis und katastrophalen Irrtümern. In den frühen Jahrzehnten der Foundation glaubte man, Psionik sei eine Form von Realitätsbeugung.
Ganze Generationen von Forschern versuchten, Psi-Felder mit den Methoden der Thaumaturgie zu beeinflussen, ohne Erfolg. Erst als man akzeptierte, dass Psionik auf völlig anderen Prinzipien beruht, begann die echte Forschung. Die ersten erfolgreichen Experimente fanden an Standorten mit hoher telepathischer Aktivität statt. Dort beobachtete man, dass emotionale Zustände der Versuchspersonen messbar auf die psionische Dichte wirkten. Angst, Freude, Wut. All das verändert die Stärke und Struktur einer Matrix. Das führte zur Erkenntnis, dass psionische Energie nicht nur ein Produkt des Denkens, sondern auch des Fühlens ist. Eine Kombination aus Geist, Wille und Bewusstsein. Doch nicht alle Experimente verliefen glimpflich. 1984 kam es am Standort DE8 zu einem Zwischenfall, bei dem ein überlasteter Telekinetiker eine lokale psionische Implosion auslöste. Die betroffene Testkammer war danach vollständig leer, im physikalischen wie im informatorischen Sinn. Kein Licht, keine Schallwellen, keine Daten. Nur Stille. Seitdem gilt der Begriff psionische Vakuolisierung als eines der gefährlichsten bekannten Phänomene in der Forschung. Die Entwicklung der Psionik als Disziplin. Trotz Rückschlägen entwickelte sich Psionik über Jahrzehnte hinweg zu einer der wichtigsten Parawissenschaften innerhalb der Foundation. In den 1990er Jahren wurde das Institut für Psionik und Neuroanomalie gegründet, ein interdisziplinäres Forschungsnetzwerk, das Psychologie, Paraphysik und Theologie vereinte. Dort wurden standardisierte Testreihe entwickelt, um Psioniker zu identifizieren und zu klassifizieren. Interessanterweise zeigte sich, dass psionische Begabung nicht rein genetisch vererbt wird. Zwar gibt es Häufungen innerhalb von Familienlinien, doch die Stärke eines Individuums hängt von Faktoren wie emotionaler Stabilität, Konzentration und mentaler Resilienz ab. Anders gesagt, der Glaube an die eigene Fähigkeit ist selbst eine psionische Verstärkung. Heute ist Psionik ein fester Bestandteil des Ausbildungsprogramms für spezialisierte Forschungseinheiten. Viele MTFs verfügen über psionisch geschulte Mitglieder, die in mentalen Aufklärungseinsätzen eingesetzt werden, etwa zur Erkennung von Gedankenkontrolle, Illusionsanomalien oder mimetischen Täuschungen. Die ethische Dimension der Kontrolle. Wie immer, wenn die Foundation etwas kontrollieren kann, stellt sich eine Frage: Sollte sie es auch tun? Die Manipulation des menschlichen Geistes durch psionische Mittel ist ein ethisch umstrittenes Thema. Wo endet Forschung? Und wo beginnt Eingriff in die freie Persönlichkeit? Während einige Abteilungen Psionik als unverzichtbares Werkzeug betrachten, sehen andere darin eine gefährliche Grenzüberschreitung. Dr. Reut selbst hat in einem seiner Berichte einmal geschrieben: Wer den Verstand eines anderen liest, trägt Verantwortung, nicht Macht. Diese Haltung prägt die moderne Psionik bis heute. Die Foundation mag sich bemühen, Emotionen und Gedanken zu kategorisieren, aber am Ende bleibt die größte Unbekannte stets der menschliche Wille.